Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute beschäftigen wir uns endlich damit, Strip-Till gegen Grubber-Variante. Was ist denn nun die bessere? Was macht denn mehr Sinn? Was hat mehr Ertrag gebracht? Viele fragen sich das von euch, viele haben es mir immer wieder geschrieben. Hannes, werte das mal aus, das gucken wir uns jetzt an. Bis gleich. So, dann schauen wir erstmal rein. Bevor wir jetzt zu der Ertragskarte kommen, gucken wir uns erstmal einmal an, wie der Versuchsaufbau zustande kam. Was haben wir gemacht? Im Prinzip haben wir ein Feld, 27,8 Hektar hatte das Feld, haben wir in gleich große Parzellen aufgeteilt. Und dabei waren es immer 36 Meter herkömmliche Variante. Das heißt, wir haben 36 Meter gegrubbert. Und wir haben 36 Meter freigelassen für Strip-Till. Warum 36 Meter? Die Arbeitsgeräte haben 6 Meter, mein Grubber hat 4 Meter, mein Maisgebiss hat 9 Meter. Und da ist 36 Meter ein Vielfaches von dem Ganzen und deswegen sind wir auf 36 Meter gegangen. Also wir haben angefangen, wir haben Gäraste gefahren. 40 Kubik im Durchschnitt pro Hektar und haben in diesen Zonen mit der Scheibenecke angefangen. Also wir haben das mit der Scheibenecke ausgebracht, das ganze Stück. Dann haben wir ein paar Tage später gegrubbert. Diese Zonen, die haben wir sozusagen schon mal fertig gemacht. Ja, und hinterher sind wir das Ganze nochmal einmal sozusagen die Zonen, die wir noch nicht bearbeitet hatten, die haben wir mit dem Strip-Till-Gerät wieder bearbeitet, wieder 6 Meter Arbeitsbreite, sozusagen keine Vorarbeit, dann 36 Meter bzw. 6 Meter, 36 Meter Bahn, immer Strip-Till. Wieder 40 Kubik auf dem Hektar, Ausbringmenge komplett gleich, stabilisierter Stickstoff, also wir haben 1,5 Liter N-Lok noch mit reingenommen und ja, haben sozusagen das Feld fertig gemacht. Außenrum wurde dann nochmal gegrubbert. Genau. Und außenrum wollen wir auch eigentlich gar nicht so ein bisschen weiter betrachten von dem Ganzen. Dann kam natürlich das Maislegen. Ich habe mir entsprechend die Zone ausgesucht, wo das erste Strip-Till-Band lag. Da bin ich hingefahren. Wir haben auf dem Fendt RTK Autopilot John Deere SF3 und habe sozusagen die erste Spur genau da angepasst, wo die erste Reihe in dem Strip-Till liegen sollte und habe dementsprechend dann die Bahn ausgefahren. Immer wieder 36 Meter. Das Feld habe ich aber einfach Stück für Stück nacheinander durchgearbeitet. Hat wunderbar gepasst, 36 Meter, ging alles wunderbar auf mit RTK, war sehr zufriedenstellend. Dann waren wir im Laufe des Jahres, nochmal zur AKF da und haben die Felder beobachtet. Also ich sage euch jetzt einfach mal, was wir so ein bisschen beobachtet haben. Was ich so ein bisschen beim Drillen schon beobachtet habe, was man auch sehen konnte, war letztendlich in der einen Szene, und das habe ich tatsächlich auch während des Versuches so beobachtet, dass da, wo wir Strip-Till gemacht haben, war der Boden deutlich feuchter. Also die Strip-Till-Variante hat im Endeffekt viel mehr Wasser gespeichert. Dann waren wir noch einmal auf der Fläche drauf, haben Flüssigdünger gegeben, 30 Kilogramm Stickstoff pro Hektar kam oben drauf. Das war sozusagen der Teil, der noch gefehlt hat, um das Ertragsziel von den errechneten 45 Tonnen auf dem Hektar zu schaffen. Und dann waren wir noch einmal während der AKF da. Das war auch relativ interessant oder das war ziemlich interessant. Wir haben dann nämlich ein paar Pflanzen ausgegraben und konnten beim Ausgraben schon Unterschiede in der Wurzel sehen. Wir konnten sehen, hier links und rechts, wie man sieht, sind die beiden Varianten vom Strip-Till. Rechts die Grubber-Variante. Natürlich haben wir nicht richtig perfekt die ganzen Wurzeln ausgegraben mit den Spaten, man sticht welche ab und. Was man sehen konnte, die Strip-Till-Varianten hatten viel mehr Wurzelmasse, viel mehr feine Wurzelmasse
und waren im Gesamten dunkler. Das war auch das, was man mit dem Auge in dem Versuch sehen konnte, wenn man vor den Parzellen stand. Die Striptil-Parzellen hatten dunklere Blattmasse. Das ist mir im Gesamten über den Versuch aufgefallen. Striptil-Variante, die Pflanzen wirkten vitaler und gesünder. Dann gingen wir weiter bis zum Herbst. Ich war dann noch einmal da mit der Drohne, konnte aber aus der Luft keine Unterschiede ausmachen von der Farbe oder ähnliches. Gingen wir weiter bis zum Herbst. So sah der Mais dann bei der Ernte aus. Relativ homogen. Ich konnte aber aus dem Häcksler und auch in einem Vlog habe ich es kurz gezeigt, ich konnte Unterschiede in der Farbe feststellen. Also die Pflanzen vom Striptil waren wesentlich dunkler, grüner und hatten etwas weniger Trockensubstanz. Also die waren noch ein bisschen feuchter und waren noch ein bisschen mehr in Gange. Ist natürlich mit Kamera alles schwierig immer einzufangen. Da gibt es manchmal nur Nuancen in der Blattfärbung, was man da vielleicht sieht. Also wenn man da vor Ort ist, erkennt man das Ganze, aber aus der Kamera nicht. Man konnte deutlich sehen, dass der untere Teil der Pflanze, die unteren Blätter waren in den Striptil-Varianten, hatten die noch überall grüne Blätter. In der herkömmlichen Grubber-Variante waren die unteren Blätter schon ein bisschen braun und waren ein bisschen abgereifter. Also so sah das Ganze dann aus. Das Ganze hat einen Ertrag zustande gebracht. Moment, ich muss mal einmal gucken. 52,94 Tonnen pro Hektar bei 31% Trockensubstanz. War eines der ersten Flächen, wo wir angefangen haben. Das haben wir sozusagen hier vom Feld gefahren. Was wir noch dazu sagen müssen, die erste Hälfte, wenn wir uns gleich angucken, die erste Hälfte hatten wir im letzten Jahr Sonnenblumen und die zweite Hälfte ist Mais nach Mais. Diese Fläche habe ich aber persönlich als sehr gut für den Versuch empfunden, weil sie nicht allzu groß war, relativ gut rechteckig, wo sich das mit den Parzellen anlegen lässt. Und deswegen haben wir uns für diese Fläche entschieden. Was man natürlich auch sieht, was wir auch gleich sehen, in den Parzellen mit den Sonnenblumen hatten wir ein bisschen niedrige Trockensubstanz, weil wir noch ein paar Alt-Sonnenblumen mit im Bestand hatten. Ja, die konnten wir zwar nicht hundertprozentig bekämpfen. Genau, so sieht man das Ganze nochmal von oben. Und wie gesagt, man sieht ein paar Nuancen in der Kamera, aber nicht wirklich viele. Also war wirklich ein sehr, sehr guter Maisbestand. Ich kann zu keinem Zeitpunkt sagen, dass der Striptil-Bestand schlechter entwickelt war oder Probleme mit Kälte hatte. Wir hatten dieses Jahr ein sehr, sehr kaltes Jahr. Also die Bestände hatten anfangs doch Probleme, gut in Gang zu kommen. Und ich kann da nicht sagen, dass irgendwo in irgendeiner Phase der Striptil-Bestand es schwieriger hatte, voranzukommen. Gut, dann gehen wir mal rein. Ich hab mir mal ein bisschen Mühe gemacht und das Ganze so ein bisschen aufbereitet. Und ich würde mal sagen, wir fangen überhaupt mal mit dem Stück selber an, wie das Ganze aussieht. So sieht die Potentialkarte von dem Stück aus. Also im Prinzip ist die Potentialkarte eine Luftaufnahme von den letzten 5 Jahren. Hier, wir sehen das von 2016 bis 2020. Wie sind die Pflanzen auf dieser Fläche gewachsen? Und anhand der Photosyntheseleistung, der Reflexion des Lichts kann man halt bestimmen, wo am meisten Photosynthese betrieben wurde auf der Fläche, und damit können wir halt Rückschlüsse ziehen, wo welches Ertragspotenzial herrscht. Und wir sehen so halt, wir kommen aus einer Sandzunge und hier wird es dann immer besser mit der Fläche hinten raus. Das müssen wir ein bisschen im Hinterkopf behalten, aber doch ja relativ homogen. Aber es ist ein bisschen schwierig, so richtig das Stück für den perfekten Versuch haben wir bei uns in der Region nicht. Wir haben immer stark verschießende Böden und deswegen ist das aber auch ganz interessant, hier der super sandige Boden hinten raus, und dann habe ich gedacht, vielleicht würde man ja hier schon Unterschiede sehen, wenn es trocken wird. Kommen wir aber gleich mehr dazu. Also so sieht das Ganze aus. Dann haben wir die Vegetation. Also ich habe jetzt mal die Biomassekarten, die ist noch gar nicht so gut. Wir haben hier noch eine, die ist noch deutlich besser. Wir haben hier eine Biomassekarte, eine Satellitenkarte vom 31.05., der die Fläche wie folgt zeigt. Okay,
Okay, wir haben hier vorne einen Block mit anscheinend mehr Pflanzen drauf. Wie lässt sich das erklären? Das sind einfach die Ausfallsonnenblumen, ne? Die wir hier wahrscheinlich noch im Bestand hatten. Die waren wahrscheinlich schon abgestorben oder beziehungsweise noch nicht ganz abgestorben. Wir hatten ungefähr Ende Mai die Pflanzenschutzbehandlung gemacht. Dann, was wir aber ganz interessant sehen, wir sehen hier Streifen drin. Seht ihr die? Wir sehen hier Streifen drin. Wie lässt sich das erklären? Also hier kann man sich immer gut merken. Hier an dieser Kante am Windrad gerade hoch war eine der Striptillbahnen. Das heißt, hier dieses hellere ist eine Striptillbahn. Warum hat das hellere jetzt hier mehr Biomasse? Ne? Wir sehen das hier, dann ist hier wieder dunkelrot. Dann haben wir hier wieder heller. Heller heißt immer mehr Biomasse. Ne? Wir gehen von dunkelrot ins Gelbe, ins Orange. Und grün heißt ne, richtig viel Biomasse. Und hier sehen wir dasselbe. Wir sehen denselben Effekt. Das heißt, wir sehen hier schon in den Streifen gibt es mehr Biomasse. Aber wie lässt sich dieser Unterschied erkennen? Anscheinend ist ja der gegrubberte Mais ist ja noch gar nicht in Gang, hat noch kaum Photosynthese, aber hier drin soll schon Mais stehen mit Photosynthese. Nee, tatsächlich nicht. Die Erklärung ist ganz einfach. Wir haben durch das Striptill tatsächlich Probleme mit Altunkräutern. Ja? Also wir haben hier Altunkräuter, hohe Altunkräuter gehabt, große Kamille zum Beispiel. Die standen hier drinne und haben für Photosynthese gesorgt, auch für eine gewisse Beschattung. Wichtig, dieser Versuch wurde ohne Glyphosat durchgeführt. Also viele sagen ja, Striptill, du musst ja mit Glyphosat fahren, sonst funktioniert das System nicht. Dieser Versuch komplett ohne Glyphosat. Wir haben eine ganz normale, herkömmliche Pflanzenschutzbehandlung gemacht im 4-Blatt-Stadion, wie es jeder andere auch machen würde. So, das heißt, auch hier in den Sonnenblumen, in den Ausfallsonnenblumen sehen wir tatsächlich auch gar keinen Unterschied. Das heißt, weder in der Grubber-Variante noch in der Striptill-Variante sehen wir irgendwo mehr Unkrautdruck. Den sehen wir tatsächlich nur, wenn wir nicht mit Ausfall-Sonnenblumen in diesem Falle zu tun haben. Ne? Das war auch tatsächlich meine Beobachtung. Meine Beobachtung war auch tatsächlich so, dass die Sonnenblumen sich nicht unterschieden haben, aber man hier schon doch Altunkräuter sah. So, dann gehen wir weiter zum nächsten Bild. 5 Tage später, 3 Tage später, hat sich so ein bisschen schon verfärbt. Warum? Klar, wir haben die Pflanzenschutzbehandlung gemacht. Die zieht jetzt hier so langsam an. Das heißt, hier die Sonnenblumen sind am Absterben. Hier ist es jetzt auch am Absterben. Und dann verfärbt sich das sozusagen ein bisschen nach. Oder die Photosyntheseleistung geht raus. Deswegen wird es hier immer mehr in das Rot gehen. Gucken wir uns die an. Die Vegetation zum 15.07. Ganz interessant. Hier den Block. Meiner Meinung nach handelt es sich hier vielleicht um eine Wolke oder einen Aufnahmefehler. Hier ist die tiefste Senke tatsächlich immer Wasser vorhanden. Also ich würde das als Aufnahmefehler interpretieren. Hinterher, also einen Monat später, ist hier gar nichts mehr. Was wir aber sehen wollen, wenn wir hier so ein bisschen gucken, hier kann man so ein bisschen hellere Stellen hineininterpretieren, aber dann gibt es hier so einen ganzen Block, den man so sieht, der so ein bisschen heller sein kann. Also man sieht hier marginal Unterschiede. Kann man jetzt ein bisschen was reininterpretieren, muss man aber nicht. Wir sehen hier im Allgemeinen die Fläche mit den Sonnenblumen dunkler. Kommt einfach durch die Altsonnenblumen, die da im Bestand sind. So, wir sind jetzt hier in der Variante drin. Wir haben jetzt hier den 27.07. auf der Fläche. Wirklich schön dunkel durchgefärbt. Man sieht das kaum Unterschiede. Also man sieht wirklich kaum Unterschiede. War wirklich ein sehr, sehr homogenes Jahr dieses Jahr. Das heißt, wir hatten immer Niederschläge zu den guten Zeitpunkten. Die einzelnen Ertragszonen haben sich nicht so richtig rauskristallisiert. Gehen wir hier weiter auf den 30. Dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Ne? Anscheinend haben wir hier so ein bisschen helle Pflanzen gehabt. Kann aber auch eventuell wieder eine Wolke sein, wieder ein Aufnahmefehler. Wir erinnern uns, hier haben wir eine Sandlinse drin, das ist korrekt, aber wir haben hier den stärksten Boden und dass wir hier Einbruch der Photosyntheseleistung haben, ist relativ unwahrscheinlich. Deshalb würde ich diese so nicht interpretieren wollen, diese Fläche, beziehungsweise diese Aufnahme. Gucken wir mal rein. Am 5. war meine letzte Aufnahme, Sonntag, 5. September, und wir sehen keine Unterschiede in der Fläche. Absolut keine Unterschiede, ne? Weder am Rand irgendwie groß, noch in der Fläche. Ist so homogen.
ist ein Wahnsinnsjahr gewesen bei der Homogenität. Und dann war es so ziemlich mit der letzten Aufnahme, die wir haben. Ist ein bisschen schade, dass wir manchmal bei 365 FarmNet nur eine Aufnahme pro Monat haben. Das heißt, wenn wir vielleicht mal den Trockenstress sehen wollen, wo vielleicht 2 Wochen kein Regen kommt und wir haben in der Zeit gerade jetzt vielleicht keine Luftaufnahmen, ist ein bisschen schade. Sehe ich so ein bisschen als Manko von 365 FarmNet vom CropView. Aber das ist ein bisschen anders, also das sei jetzt mal dahingestellt. Das waren jetzt erstmal die Beobachtungen übers Jahr. Und dann kommen wir weiter. Gucken uns einmal die Ertragskarte jetzt an, die Rohdaten. Ich habe jetzt hier die Tage schon ein bisschen davor gesessen, ich habe da auch ein bisschen gezeichnet, sehe aber keinen weiteren Unterschied. Also man kann da viel hineininterpretieren, aber in der nächsten Linie wird das alles immer wieder aufgehoben. Das heißt, wir erinnern uns einfach ganz schlicht, wir hatten hier am Windrad hoch so ein bisschen die erste Striptilbahn. Ne? Klar, wir haben jetzt hier so einen roten Bereich, aber hier, ich habe es durchgezeichnet gehabt, hebt sich das Ganze dann wieder auf. Wo wir letztendlich, wir können nicht sagen, okay, hier gab es einen Unterschied, den wir interpretieren können oder nicht. Hier rot, schräg durchgefahren war einfach ganz einfach eine Schneise, die wir da, wo wir eine Trockensubstanzprobe gezogen haben. Wir gucken uns mal die interpolierten Daten an. Das heißt, wenn wir das Ganze Class berechnen lassen oder dem Programm, also wir verwenden ja hier die Daten des Class-Hexers von Telematics, dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, es ist interpoliert. Das heißt, die Daten werden so ein bisschen vermischt und dann sieht die Ertragskarte so aus. Ist gar nichts sagt. Ne? Also, wie gesagt, dieses Jahr absolut so viel Niederschlag, konstant Niederschlag gewesen, dass sich Ertragszonen nicht rauskristallisieren. Hier die roten Bereiche waren Wildschaden. Das kann ich euch sagen, ich bin ja der Häckslerfahrer. Ich weiß ja, das ist ja das Schöne für die Auswertung. Ich weiß, wo was war und ich weiß, wie ich es letztendlich interpretieren soll. Also so sieht das Ganze dann hier aus. So sieht die Ertragskarte aus. Wir gucken uns nochmal die nicht interpolierte Variante an. Und mit der arbeite ich tatsächlich dann auch immer. Also ihr seht auch hier die dunkelgrünen Bereiche über 60 Tonnen auf dem Hektar. Die roten Bereiche unter 40 Tonnen auf dem Hektar. Ne? Hier am Rand, hier ist so ein bisschen Schotter drin, noch vom Windradbau noch ein bisschen mit drin gewesen. Aber generell können wir sagen, wir sehen da keine Unterschiede. Was ich so ein bisschen festgestellt habe, wir hatten ja die Grubber-Variante auch am Vorgewinde. Wir hatten die Grubber-Variante, also wir haben gegrubbert, ungefähr einen Monat vor der Aussaat, in dem Bestand an sich, also in dem Feld. Dann haben wir das Striptill gemacht, das war ungefähr so 2 Wochen vor der Aussaat. Und dann haben wir nochmal 2-3 Tage vor der Aussaat das Vorgewende gegrubbert. Was wir beobachten konnten, die Variante tatsächlich, die wir 2-3 Tage vor der Aussaat gegrubbert haben, war mit Abstand die beste im Feldaufgang. Also, was heißt Feldaufgang? Feldaufgang war überall top, aber die schnellste im Feldaufgang. Wir hatten da die beste und schnellste Jugendentwicklung. Wie lässt sich das erklären? Ganz einfach, ein frischer, gelockerter Boden erwärmt sich schneller. Ne? Warum? Zum einen, weil wir ganz viel Wasser verdunsten. Wir haben wenig Wasser drin, dann haben wir wenig, was dann noch kühlen kann. Da ist wenig Kühlkörper nachher noch drin. Wo sind die Probleme? Wenn hinterher kein Wasser kommt, ist das der erste Bestand, der aussteigt. Das heißt, wenn man in die Zukunft gucken könnte man sagen, okay, in nassen Jahren kann man absolut vielleicht grubbern, kurz vor der Saat, da haben wir eine schnelle Erwärmung, dann geht es richtig voran. Was wir aber auch wieder sehen, über das Jahr bringt es keinen Vorteil. Kann ich euch auch sagen, spätestens nachher so die Sommertage oder spätestens dann die ersten trockenen Tage war der Rand das erste, was ausgestiegen ist. Und dann war im Bestand noch die besseren Pflanzen. Ganz einfach, wenn wir früh grubbern, halten wir viel Feuchtigkeit im Boden und das hilft natürlich der Pflanze und bei der Saat natürlich auch. Und wenn es am Ende 10, 15 Milliliter sind oder 10, 15 Liter auf den Quadratmeter, das ist das teilweise, was uns als Regen schon mal ein bisschen voranbringen würde. Ne? Vielleicht 2-3 Wochen, 2-3 Tage, dass wir es vielleicht bis zum nächsten Regen schaffen. Und ich bin ein Trockenstandort, für mich ist sowas einfach ganz, ganz wichtig. Das heißt, für mich ist frühes Grubbern, frühes Bearbeiten oder Striptill die wichtigere Variante und die ertragsstabilere Variante. So, also so sieht das Ganze hier aus. Ich habe es dann auch so ein bisschen weitergetrieben und habe mir die Rohfaser-Variante angeguckt. Und da habe ich, also merkt euch das mal, in der Rohfaser-Variante, und da habe ich tatsächlich Unterschiede gefunden. Rohfaserkarte.
Rohfaserkarte, die habe ich nämlich gerade gezeichnet gehabt. Rohfaserkarte. Anscheinend ist sie weg. Also, Rohfaserkarte hatte ich mir gezeichnet gehabt. Aber das sieht man auch schon gut mit dem Auge. Wir erinnern uns wieder, hier am Windrad war die erste Bahn mit Stripte, die hier hochgeht. Das heißt, wir haben hier weniger Rohfaser drin. Das bestätigt auch meine Vermutung oder beziehungsweise meine Sicht, die ich da festgestellt habe, meine Beobachtung, die ich da festgestellt habe. Die Pflanzen waren einfach noch nicht so abgereift. Das heißt, wir hatten hier unten die grünen Blätter und in der Grubber-Variante hatten wir die abgestorbenen Blätter. Und ja, wir erinnern uns, wie entsteht eigentlich Rohfaser? Rohfaser ist so ein bisschen der Gerüstanteil der Pflanze. Und je mehr die Pflanze in die Abreife geht, desto mehr baut sie sozusagen diese Gerüstbestandteile in der Pflanze auf, damit die Pflanze richtig schön standfest wird. Oder beziehungsweise ihre Standfestigkeit behält, ne? Und das ist letztendlich so ein bisschen die Rohfaser. Also die Rohfaser geht mit der Abreife nach oben und das bestätigt hier im Prinzip meine Beobachtung. Das heißt, der stripte Bestand reift tatsächlich etwas später ab. Ne? Das kann man daraus hier schließen. Ne? Der reift tatsächlich ein bisschen später ab. Wenn man sich aber jetzt tatsächlich die Trockensubstanzkarte ansieht, dann ist das wieder nicht bestätigend. Ja? Also hier Trockensubstanz, ganz klar, den Bereich schachteln wir aus. Das ist im Prinzip hier die Sonnenblumenvariante. Warum ist da mehr Trockensubstanz? Klar, da sind ein paar Verkrautungssonnenblumen drin gewesen, beziehungsweise ein paar Bestandssonnenblumen, die da drin waren. Aber wenn wir hier wieder hochgucken an der ersten Karte, wir sehen hier nichts. Im Gegenteil sogar, hier scheint es, ne, hier ist es entgegengesetzt. Also hier scheint die Grubber-Variante tatsächlich etwas weniger Trockensubstanz zu haben. Ja, also hier, ne, wenn es rot wird, wenn es ins Gelbe, ins Rote geht, haben wir mehr Trockensubstanz. Das heißt, wir haben mehr trockene Bestandteile in der Gesamtmasse. Ne, die Trockensubstanz ist im Prinzip der trockene Anteil der Gesamtmasse. Das heißt, wenn wir Mais häckseln, dann haben wir ja im Prinzip Maispflanze plus Wasser. Das ist ja die Gesamtmasse, ist ja Grünmasse. Und am Ende, um uns dann über irgendwelche Daten unterhalten zu können, beziehen wir die Trockensubstanzmasse mit ein. Das heißt im Prinzip, wie feucht war das Ganze. Ne? Und die Trockenmasse sozusagen ist immer der Bestandteil, der das Wasser außer Acht lässt. Und deswegen ist die Trockensubstanz auch immer ein Indikator für so interessante Fakten. Das heißt, wir haben hier Rohfaser, wir haben niedrigeren Rohfaser gehabt. Das heißt, wir haben weniger Verholzung in der Pflanze. Wir haben dann tatsächlich aber weniger Trockensubstanz gehabt, ja? So, gucken wir uns das hier nochmal an. Also, ne, hier die Bereiche gehen hoch, ist tatsächlich weniger Trockensubstanz vorhanden. Wenn wir uns jetzt nochmal die Ertragskarte angucken. Und was ich wirklich schade finde von Klaas, dass wir uns keine trockensubstanzbereinigte Karte anschauen lassen können. Das heißt, wir sehen hier im Prinzip Tonnen pro Hektar Frischmasse. Aber wir sehen hier nicht, wie viel Tonnen pro Hektar Trockensubstanz. Wenn wir jetzt hier natürlich sehen, wir haben hier helle Streifen drin und erinnern uns, hier war die Trockensubstanz auch höher, dann lasst uns darauf auch schließen, dass wir hier auch mehr Trockenmasse tatsächlich geerntet haben. Ja? Also das ist so ein bisschen schade für die Interpretation. Wenn wir eine richtig reine Trockenmassekarte gehabt hätten, dann hätten wir vielleicht noch mehr sehen können. Weil hier haben wir gesehen, genau, hier ist zwar mehr Masse drauf, wir haben aber auch gesehen, dass die Masse generell feuchter war und dadurch wiegt sie auch mehr. Ja, und der Häcksler berücksichtigt das natürlich auch. Wenn eine Pflanze feuchter ist, dann wiegt sie mehr, das weiß auch der Häcksler. So, das ist so einer der Punkte für unseren Versuch, den wir auswerten können. Also wir haben die Rohfaser, wir haben die Rohproteine, die wir uns nochmal angucken können. Ich würde sagen, wir sehen hier einen Streifenunterschied. Ne? Wir sehen hier so ein bisschen, ja, wenn wir uns das angucken, das kann sich aber auch überlaufen, das kann aber auch noch ein bisschen mit der Fahrgasse zusammenhängen. Fahrgasse nicht ganz, aber wir sehen hier Streifen drin, die sind heller und die sind dunkler. Letztendlich ist die Rohprotein auch nicht so entscheidend. Ne? Wir reden hier über ganz wenig Bestandteile, also ist nicht so wichtig. Ich habe bloß gedacht, Stickstoff ist ein wesentlicher Anteil vom Rohprotein
Und wenn wir eine bessere Stickstoffverfügbarkeit haben, dann müssten wir theoretisch auch eine bessere Rohprotein haben. Aber Mais ist nicht eine Pflanze, die darauf reagiert oder die darauf relativ viel reagiert. Mais ist Stärke entscheidend. Wenn wir uns jetzt die Stärke angucken, Leute. Mein Gott, was haben wir hier Daten? Wenn wir uns jetzt die Stärke angucken, wir erinnern uns, hier geht es wieder hoch. Hier haben wir jetzt einen roten Bereich drin, also hier scheint weniger Stärke zu sein. Dann haben wir hier eine Häufung, hier war die grobe Variante, da haben wir hier mehr Stärke drin. Und hier haben wir wieder weniger Stärke. Also hier lässt sich erstmal sehen, dass die grobe Variante wohl ein bisschen mehr Stärke drin hat. So würde ich das jetzt hinein interpretieren. Ja, ich würde schon sagen, also wir haben jetzt hier 4 Bahnen, ist immer 4 Bahnen ist immer ein 36 Meter Block. Ne? Dann wird es ein bisschen dunkler. Dann haben wir wieder ungefähr hier so 4 Bahnen. Moment, wir müssen mal zählen. Hier 1, 2, 3, 4. Dann haben wir 1, 2, 3, 4. Genau, die sind so ein bisschen dunkler. Dann kommen wieder 4 rote, dann wird es wieder ein bisschen dunkler. Also man könnte eventuell sagen, in diesem Versuch war es so, dass hier weniger Stärke drin war. Wir gucken uns aber gleich nochmal andere Aufnahmen von einem anderen Feld an. So, Trockensubstanzkarte, die haben wir gehabt. Und dann sind wir erstmal durch von dem Stück. Genau, also so sieht das aus, so sieht das Ganze nochmal aus. Was können wir jetzt zu dem Versuch nun letztendlich sagen, Leute? Das ist ja nun spannend. Wir haben uns hier einiges angeguckt und ich habe ja wirklich tagelang hier mit Linien schon gesessen und mir das Ganze angeguckt. Dieses Jahr war im Prinzip das Jahr, wo der Grubber seine vollen Karten ausspielen konnte. Wir haben wir haben ein kaltes Frühjahr gehabt. Das heißt, der Grubber ist da im Vorteil, weil er schneller und besser den Boden erwärmt. Und wir haben eine Wasserversorgung gehabt. Wir haben eine wirklich anständige Wasserversorgung gehabt, was ihr letztendlich auch auf die Ertragskarte sehen konntet. Also die Bereiche, die waren jetzt nicht wie mit der Potentialkarte zu sehen. Hier in dem Bereich sieht man es so ein bisschen eher. Ne? Also es ist ein ähnliches Stück hier. Hier haben wir so eine Moorzunge drin. Da sieht man schon, da ist ein bisschen besserer Ertrag, weil klar, da ist immer Wasser. Und hier haben wir so eine Sandzunge. Da kristallisiert sich schon so ein bisschen raus, dass da weniger geerntet wird. Ne? Aber wenn wir uns hier das Ganze angucken, können wir keine Rückschlüsse darauf ziehen. Das heißt, dieses Jahr war eigentlich das Jahr, wo es eigentlich heißt, man muss genauso viel ernten wie die Grubber-Variante mit dem Strip-Till. Weil der Grubber einfach, ich sag mal, oder beziehungsweise die Variante, die jetzt bei mir über die Jahre das Maß aller Dinge war, die ich jetzt so gefahren habe. Das heißt, wir haben Geraste mit Scheibenecke ausgebracht und dann haben wir tief gelockert und haben da den Mais reingelegt, nochmal mit Unterfußdünger, 70 Kilogramm DAP plus 70 Kilogramm Kieserit für die Frühjahrsentwicklung. Wir hatten eine super Frühjahrsentwicklung, super üppige dunkelgrüne Pflanzen, könnt ihr auch nochmal in den AKFs sehen. Und der Schluss ist einfach, den ich daraus ziehe, wenn wir in dieses Jahr, wenn die Variante genauso gut war wie die Grubber-Variante, dann ist sie ebenbürtig oder vielleicht sogar etwas überlegen. Denn wir haben weniger Aufwand. Wir haben einmal einen ganzen Arbeitsgang weniger. Wir haben eine höhere Stickstoffeffizienz. Das ist Fakt. Ne? Also das haben wir einfach, weil wir noch weniger Verluste haben. Das heißt, wir können noch mehr Stickstoff aus den Gerasten anrechnen. Das werde ich dieses Jahr auch machen. Die Pflanzen waren deutlich dunkler. Und was ich persönlich für mich festgestellt habe, anscheinend kann man auch auf Unterfuß mit DAP verzichten. Normalerweise ist DAP, dieser Phosphatanteil, ist wichtig für die Frühjahrsentwicklung. Mais kann sich in den frühen Tagen ganz schlecht Phosphat aneignen, ganz schlechtes Wurzelwerk letztendlich. Und da müssen wir ihm immer ein bisschen unterstützen und da kriegt er immer ein bisschen Phosphat. Jetzt habe ich aber festgestellt, den Versuch habe ich nur für mich gemacht, den habe ich jetzt hier nicht auf YouTube gezeigt. Ich habe 2, 3 Bahnen, nicht auf diesem Stück, auf dem anderen Stück, ohne Unterfußdünger gemacht. Und es gab optisch absolut keinerlei Unterschiede. Da komme ich zu dem Schluss, diese Gärreste sind absolut ausreichend, um die Phosphatversorgung zu gewährleisten. Wir haben ungefähr in einer Höhe von 12 cm das erste Gärrestband mit 30% Gäresten und dann nochmal 20 cm tief 70% Gärreste. Was wir beobachten konnten, oder was ich beobachten konnte, in dem Moment, wo der Mais an der Oberfläche war, ist er schon lange beim ersten Gärrestband. Also das ist Fakt. Ne? Also wir haben jetzt, ich glaube, das schnellste war jetzt 9 Tage oder so von der Saat bis er rauskam. Also wir hatten sehr warme Tage, danach wurde es ja sehr kalt. Dann war er schon im Gärrestband. Und 2 Wochen später war er schon unten bei den restlichen 70%.
Das heißt, wir haben eine unheimlich schnelle Nährstoffverfügbarkeit und haben ja quasi wie eine Depotdüngung. Ne? Wenn wir jetzt die Grubber-Variante sehen, dann hat er ja dann tatsächlich mehr die Streuung in der Breite, die er sich erwachsen muss. Also, das ist erstmal meine Beobachtung. Die Grubber-Variante, die Striptil-Variante ist absolut ebenbürtig der Grubber-Variante. Wir haben vielleicht haben wir etwas Abreife nach hinten geschoben, vielleicht etwas, aber ich habe keinerlei weiteren Beobachtungen gemacht, dass diese Variante schlechter ist. Und das war im Prinzip war es ja erstmal der Prüfstand. Wir hatten ja die Grubber-Variante, die galt es zu schlagen. Ne? Können wir im Prinzip mehr Ertrag, können wir genauso viel Ertrag bilden, wenn wir im Prinzip uns Arbeit sparen. Ne? Quasi, wir haben uns Arbeit gespart. Und das können wir definitiv so sagen. Wir haben uns Arbeit gespart und die Variante ist ebenbürtig. Ne? Wir haben im Prinzip nur Striptil gemacht und haben Mais gelegt. Wir haben komplett das Grubbern ausgelassen. Und wir hatten eine viel bessere Bodenstruktur. Und was ich generell über alle Flächen sagen kann, wir hatten ja auch wirklich warme Tage, bis 40 Grad. Ihr erinnert euch, mein Weizen hat in diesen 40 Grad komplett aufgegeben in den 3 Tagen. Was ich beobachten konnte, auch mit meinen Nachbarflächen, der Striptil-Mais war der am spätesten ausgestiegen ist. Das heißt, bei meinen Nachbarflächen teilweise die Pflügen, ne, da hat er sich eingerollt und 5 Tage, nachdem es so heiß war, dann fing erst unser Bestand an, auch die Blätter zu rollen, vorher als alle anderen. Ne? Also das war wirklich entscheidend in der Beobachtung, was da so stattfand. Jetzt habe ich noch mal ein bisschen. Wir haben noch 2, 3 Varianten gehabt, wo wir auch, ne, weil ihr erinnert euch, Striptil lief Anfang nicht so richtig. Wir hatten ein bisschen einen kleinen Defekt und haben quasi auch so streifenweise das Ganze angelegt. Ne? Also es ist ein bisschen verrückt. Also, was heißt verrückt? Tada! Was ist das? Das ist die Trockensubstanz, Leute. Trockensubstanz von einem anderen Stück. Und wir haben hier tatsächlich verrückterweise, wir hatten hier angefangen mit Scheibenecke, ne, bis hier. Dann war das Striptil-Gerät gekommen. Dann haben wir hier Striptil gemacht. Hier hatten wir einen Bereich ausgelassen. Anscheinend wollte ich hier fahren, aber das kann ich euch gleich nochmal zeigen. Und dann haben wir hier nochmal Striptil weitergemacht. Ist das ein Unterschied? Aber das ist ein Trockensubstanzunterschied. Seht ihr das? Das ist der Trockensubstanzunterschied. Wenn wir jetzt uns die Ertrag angucken, oder wir gucken uns erstmal generell das Video an, was ich euch zeigen will. Ja, hier bin ich. Verrückterweise, wir haben ja Gott sei Dank alles auf Video aufgenommen. Wir haben hier hinten ein paar Bahnen Striptil gemacht. Hier so lang, hier oben. Dann habe ich hier weitergemacht und ich glaube, ich habe mir das gelassen, um bis nach oben zum Vorgewende zu kommen. Diesem Bereich. Dann ist aber hinterher das Striptil kaputt gegangen und wir haben dann hier in der restlichen Fläche mit Scheibenecke weitergemacht. Das heißt, wir hatten hier den Block frei, Striptil, Striptil. Ja, wie ihr seht. So. Das war übrigens einer der ersten Tage, wo wir hier das Striptil eingesetzt haben. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Karte an. Voila. Striptil, Striptil. Trockensubstanz. Das bestätigt auch wieder die Beobachtung, dass Striptil einfach der Pflanze so ein bisschen länger Wachstumsstoffe liefert, wodurch die Abreife so ein bisschen nach hinten schiebt. Aber in der Regel ist, je später die Abreife kommt, immer ein Indikator für höheren Ertrag, weil die Pflanze einfach länger Photosynthese betreibt. Ne? Also das können wir auf jeden Fall sehen. Ja? Wenn wir uns jetzt aber dazu den Ertrag angucken, ich glaube, den gucken wir uns jetzt gleich bei Telematics an. So, wir gucken noch einmal fix rein. Hier ist die Fläche. Wenn wir uns jetzt aber gleich den Ertrag angucken, dann sehen wir den Unterschied hier nicht mehr. Seht ihr das? Den Unterschied sehen wir jetzt nicht mehr. Da. Wir sehen zwar hier Bereiche, wir gucken noch mal ein bisschen rein, ob es noch ein bisschen besser dargestellt. Wir sehen zwar hier Bereiche da. Wir sehen zwar hier die Bereiche. Wir erinnern uns, hier war aber der Bereich, den wir nicht hatten.
und hier wäre der Bereich, den wir gestrippt gemacht haben. Hier sehen wir keine Auswirkung. Hier hinten kann ich euch sagen, war Wildschaden. Ja, das zählt leider nicht. Aber was wir hier vorne sehen, ist auf jeden Fall ein guter Ertrag. Über 55 Tonnen auf dem Hektar. Gucken wir uns jetzt die Trockensubstanz an. Das war das, was ich euch gezeigt habe. Sieht das Ganze so aus. Und interessant, was wirklich interessant ist die Stärke. Verrückterweise. Seht ihr das? Hier der Bereich, der hier heller ist, wurde mit der Presea gelegt. Das ist tatsächlich verrückt und das scheint ein Zufall zu sein. Und ich glaube, das ist auch nicht hauptsächlich von dem Presea. Was mir das zeigt, dieser Bereich hier hinten ist die EDX, ne? Die Amazone EDX, und die hat tatsächlich einen höheren Stärkegehalt. Obwohl ja gesagt wird, dass die bessere Vereinzelung einen höheren Stärkegehalt macht oder für einen höheren Stärkegehalt verantwortlich ist. Umkehrschluss, meine EDX ist anscheinend ausreichend für ausreichend Stärke. Da mal hingestellt. Genau, also das wollte ich euch noch zeigen. Stärke, dass wir hier keinen weiteren Einfluss haben. Wenn wir, das wollte ich euch noch, das ist der letzte Punkt, was ich euch zeigen wollte. Wenn wir uns jetzt die Konturkarten anzeigen lassen, also die interpolierten Daten. So, hier gucken wir uns nochmal die Ertragskarten an. Das sind, wie gesagt, das ist die interpolierten Karten und hier sehen wir tatsächlich eine Häufung in dem Striptil-Bereich. Was ich mich daraufhin frage, ob es bei den Konturkarten doch eine Trockensubstanzberechnung im Hintergrund liegt. Weil für mich passt das ja nicht mit dem überein. Wie gesagt, ich interpretiere normalerweise immer die Rohdaten, aber es ist schade, dass man sich nie rohe Trockenmasse-Daten anzeigen lassen kann. Gucken wir nochmal hier, wie es ein bisschen nachlädt. Da. Na? Wenn wir uns jetzt hier den Ertrag gucken, ist der ja schon höher als in diesem Bereich. Ne? So. Trockensubstanz ist aber hier höher als in diesem Bereich. Das heißt, hier müssen wir eigentlich den viel überlegeneren Ertrag haben. Wir haben hier die höchsten Erträge und wir haben hier den höchsten Trockensubstanzgehalt und hier ist es geringer. Ne? Deswegen passt für mich die Konturkarte nicht richtig zusammen. Und wie gesagt, ich interpretiere eigentlich meistens die Rohdaten. So. Das war im Prinzip alles, was ich euch jetzt erstmal zeigen wollte zu dem ganzen Verfahren. Gut, Leute. Also, das waren erstmal meine Beobachtungen zu dem Ganzen. Das heißt, wir haben diesen Versuch angelegt. Welche Fehler haben wir gemacht? Man hätte für die beste Auswertung müsste man natürlich das Grubbern oder das Gärraster ausbringen an 1 oder 2 Tage machen, um den Faktor Zeit, Wärme, Mineralisierung außer Acht zu lassen. Ne? Wir haben natürlich die Grubber-Variante, wenn wir da Gärraster natürlich ausbringen und wir haben ein bisschen wärmeren Boden und der hatte 2 Wochen Zeit, haben wir natürlich schon eher eine Mineralisation. Das heißt, die Umsetzung könnte ein bisschen früher gegeben sein. Und wir haben natürlich den Faktor Zeit ist auch bei der Wasserversorgung genauso. Ne? Das heißt, wenn wir früher grubbern, haben wir natürlich auch der frühe Bestand, der ein bisschen mehr und besser das Wasser hält, als der etwas spätere. Das heißt, da müssen wir so ein bisschen Punkte oder Rückschlüsse ziehen. Im Gesamten kann man aber auch sagen, und das ist mal einfach meine Beobachtung über die ganzen Hektar, Striptil war in keinen der Varianten der Grubber-Variante unterlegen. Also sie war immer ebenbürtig und auch die Flächen, alle anderen Flächen standen dem nichts nach. Also die beste Fläche hatte, glaube ich, jetzt knapp 67 Tonnen auf dem Hektar. Auch alles Striptil, das war eine 100%ige Striptil-Fläche. Ich denke, der Punkt der Nährstoffeffizienz ist da. Die Pflanzen waren das ganze Jahr dunkler. Die waren einfach besser mit Nährstoffen versorgt, das war zu beobachten. Die Blätter waren etwas breiter, oder das Gefühl, die Blätter waren etwas breiter. Ja, und der Bestand war unfassbar homogen. Also das war so ein bisschen das, was ich einfach beobachten kann. Genau, hier die Variante, die haben wir auch tatsächlich mit der Ausrichtung gehäckselt, um auch diesen Faktor der Überschneidung auszugrenzen, sozusagen. Ja.
Das soll es erstmal gewesen sein. Ich glaube, das waren auch alle Punkte. Genau, ich habe mir auch so ein bisschen aufgeschrieben, was ich besprechen wollte, was man auch einfach sieht. Und dann sage ich wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, im nächsten Video gucken wir uns nochmal vielleicht eine Ertragskarte generell an oder die Ertragskarten generell an von den besten Maisstücken, wie die waren, wie die zu interpretieren sind. Aber alles in allem war das ein erfolgreiches Maisjahr und ich setze dieses Jahr 100% auf Striptill. Ich warte noch auf die Ertragskartierung vom Trion von Klaas. Ich hoffe, die bekomme ich dann irgendwann nochmal. Auch da hat das Verfahren, glaube ich, komplett die Stärke ausgespielt. Wir hatten mit 30 Kubik Geraste die komplette Nährstoffversorgung abgesichert. Ich habe dann nochmal für mich eine Bahn mit Flüssigdünger gefahren, das heißt mit einem Piasan S, um einfach zu sehen, ob die Pflanzen mit mehr Stickstoff reagieren, also ob sie mit 30 Kilogramm Stickstoff reagieren, ob sie eventuell wüchsiger sind, ob sie dunkler sich färben, ob Unterschiede sind. Optisch kann ich das ganz klar verneinen, da gab es keinerlei Unterschiede von Anfang bis zum Ende. Und von daher bin ich absolut überzeugt, dass Striptill eine sehr, sehr gute Variante ist für Minimalbodenbearbeitung. Ich glaube, das kann man so alles in allem festhalten. Hier sieht man natürlich auch, wenn wir hier häckseln, so ein bisschen die alten Sonnenblumen, die da im Bestand so halb abgereift sind, die sich da so auch über den Schutz vom Häcksler legen, ne? Die so ein bisschen mit hochgewachsen sind und sich so ein bisschen mit hochgegeilt, haben dann aber letztendlich gar keine Standfestigkeit, ne? Welche Beobachtung wir noch gemacht haben, tatsächlich die letzten Tage waren dann auch ein bisschen feuchter beim Häckseln und gerade das Stück, was ich euch eben gezeigt habe mit der Trockensubstanz, konnten wir einfach beobachten. Wir hatten noch ein paar Hektar auf der gegrubberten Variante, es hat geregnet und in dem Moment, wo wir auf die Striptill-Variante waren, war der Boden befahrbarer. Er war einfach fester, ne? Der gegrubberte Boden war glasig, hat so ein bisschen geglänzt, war schmierig. Und in dem Moment, wo wir auf Striptill waren, war das ein Wahnsinnsunterschied. Die Fläche war befahrbar, die war fest und das Oberflächenwasser war sofort mit eingezogen. Ich glaube, das ist auch einer der Vorteile beim viel Niederschlag oder beim mehr Niederschlag. Wir haben einfach eine bessere Wasseraufnahme, ne? Weil wir auch Teile des Bodens komplett in Ruhe lassen. Gut, mit diesen Bildern verabschiede ich mich wieder. Sag euch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war heute mega theoretisch, auch jetzt ein langes Video, wie ich gerade sehe. Also es war auch mega theoretisch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Aber wie gesagt, es dauert halt alles so ein bisschen, wenn man sowas ein bisschen ausarbeiten will, wenn man das ein bisschen erklären will. Insgesamt habe ich jetzt an den Auswertungen, ich glaube, 6 oder 7 Stunden gesessen, um mir das Ganze anzusehen, um Eventualitäten auszumerzen. Wie gesagt, der Vorteil ist immer, wenn man der Häckslerfahrer ist, sieht man alles unmittelbar und kann seine Rückschlüsse ziehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wir machen wieder ein paar mehr Versuche. Auch dieses Jahr ist einiges auf dem Plan. Lasst mir doch ein Abo da, verfolgt meinen Kanal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute.